arriba. Vamos, arriba. Eso es, suelta, muy bien, posición. Y sigue corriendo, vamos, corriendo hasta el final, vamos, corre. Sigue corriendo, eso es, mantén la posición, ahora sí, siéntate. Muy bien, suelta el estribo de los pies, ya. Separamos un poco de izquierdo, eso es, muy bien. Dale la vuelta a los frenos, bien. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua. Episode 8 Kolumbien. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Es ist jetzt schon über 3 Monate her, dass ich Puebla verlassen habe und über Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica und Panama gefahren bin und dann mit dem Schiff bis nach Cartagena gesegelt bin. Hier verbringe ich noch einige Tage mit Viola und Nico und Sam und Travis. Travis und ich müssen am Montag noch unser Motorrad anmelden. Das dauert zwar lange, klappt aber am Ende ohne große Probleme. Ich hatte Cartagena um Neujahr 2019-2020 bereits schon mal besucht. Und die Stadt ist immer noch dieselbe mit ihren kleinen, netten Touristenvierteln, die aber außerhalb dessen schnell sehr hässlich wird. Zusammen gehen wir essen und besuchen an einem Tag auch noch das Castillo San Felipe de Barajas. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la carga que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Nach einigen Tagen mache ich mich auf nach Puerto Colombia zu einer Arbeitskollegin, bei der ich ungefähr 2 Wochen bleiben werde, um mich von dem ganzen Reisen ein bisschen zu erholen. Ja, auch das ist manchmal nötig. Basta con mirarlo, tuyo será, y tuyo será, y tuyo será. In der Zeit fahre ich auch noch einmal nach Barranquilla, eine Stadt, die mit ihren Hochhäusern und ihrer Hitze mir nicht allzu viel zu bieten hat. An einem Wochenende fahre ich noch zum Tayrona Nationalpark. Ich komme allerdings nicht allzu weit, bis mich die Polizei aufhält. Ich bin gerade mal 100 Meter gefahren. Sie behaupten, dass heute Kennzeichen mit einer 6 an der letzten Stelle nicht fahren dürfen. Ich habe zwar ein G auf der letzten Stelle meines Kennzeichens, aber das scheint die Behörden nicht besonders zu interessieren. Sie wollen Geld haben. Ich schaffe es sogar, das ganze Prozedere zu filmen, allerdings habe ich leider die falsche Einstellung in meiner Kamera drin und das Ganze ist eine Timelapse geworden. Ich versuche das Ganze mental unter Sonstige und Erfahrung zu verbuchen und mich nicht zu sehr aufzuregen.
Etwas später erreiche ich dann trotzdem noch den Tayrona Nationalpark, wo ich feststellen muss, dass auch in Kolumbien Ausländer mehr zahlen müssen. Der Nationalpark ist trotzdem sehr schön, auch wenn ich nicht ganz alleine bin. Dummerweise vergesse ich den Motorradschlüssel am Zeltplatz. Das merke ich allerdings erst, als ich wieder zurück am Motorrad angekommen bin. Ich muss nun also den gesamten Weg wieder zurück zum Zeltplatz und dann wieder Retour laufen. Das sind ungefähr 4 Stunden. Ich schlafe auf der Motorradplane neben dem Motorrad, weil der Nationalpark mittlerweile geschlossen ist und keiner mehr raus oder reinkommt. Am nächsten Tag fahre ich dann den gesamten Weg zurück nach Puerto Colombia, weil ich dort noch ein paar Sachen liegen lassen habe. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Dann fahre ich fast den kompletten Weg wieder zurück in Richtung Bucaramanga. Nicht die beste Planung, ich weiß. Besonders auch deswegen, da in Barranquilla einige Proteste stattfinden und man in seiner Wegführung etwas kreativ werden muss. Aber zum Glück fahre ich ja Motorrad. I was high and I was low, moved through mountains, rain and snow, but I felt that I was further from the truth. In the dark and stormy night, rolling thunder, flashing light, heard a whisper in the night, and it said, you should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Die Strecke nach Bucaramanga ist wahrscheinlich die weiteste Strecke, die ich mir je vorgenommen habe. Ich schaffe sie nicht an einem Tag und ich strande nach Einbruch der Dunkelheit an einer Tankstelle, an der ich direkt mein Zelt aufschlage und dort übernachte. Am nächsten Mittag erreiche ich dann endlich Bucaramanga. Hier bin ich in der iOverlander-App auf der Suche nach Campingplätzen über eine Paragliding-Schule gestoßen. Da ich von Travis auf der Überfahrt von Panama nach Kolumbien erfahren habe,
dass alle Landgrenzen von Kolumbien aus geschlossen sind, denke ich mir, warum eigentlich nicht, und habe mir dort einen Kurs reserviert. Radio check Jan. Copiado, Jan. Vamos, adelante, 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 adelante. Suelta posición y corriendo, vamos, sigue corriendo, corre. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar mamacina, chontaduro, yuca y la pepepa, y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, y en lugar de amores hay enemistad. En lugar de guapo se mueve basura, y en lugar de guarapo marihuana. Y como consecuencia de esos malos cambios, nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, nuestro paraíso se acabó la paz. Ahí nomás. Ahora derecha. Pescadores, solo hombres pescados, parecen muertos por cualquier manglar. La lengua afuera y dedos cortados, porque dijo algo que era de guardar. Irreconocible porque les echaron. ¿Viste cómo recuperamos otra vez el campo? Muy bien. Reportando la aterrizaje, Jan. Ok, ya, copiado. Muy bien. Se acabó la paz. Der Kurs wird insgesamt 10 Tage dauern und ich werde 34 Fliege über diese Zeit absolvieren. Leider kann mein Fluglehrer nicht durchgehend, das ist aber kein Problem. So nehme ich mir nach etwa 5 Tagen eine kleine Auszeit und fahre hoch in das Cocuy-Gebirge. Es gibt eine lange Straße durch die Berge Richtung Malaga, die sich vor allem durch ganz viele Baustellen auszeichnet. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Una imprudencia. Y es la inconsciencia de la gente que no piensa en un futuro. Se van metiendo en un camino triste y oscuro. In Malaga angekommen, gehe ich in ein kleines Restaurant und werde dort von einer Frau angesprochen. Sie besitzt zufälligerweise auch ein Hotel, das nicht nur gut aussieht, sondern auch billig ist. Deshalb checke ich mich da für die Nacht ein und fahre am nächsten Tag auf 4000 Meter in das Cocuy-Gebirge. Als ich die nicht asphaltierten Straßen immer weiter nach oben fahre, der Blick sich auf die Berge öffnet und rechts neben mir im Tal ein Gebirgsfluss fließt, kommt richtig Lust auf, die Berge zu erkunden. Leider verfliegt die Lust auch relativ schnell, als ich in dem Dorf ankomme, wo das Eintrittsgeld kassiert wird.
Nicht nur ist der Eintritt in diesem Nationalpark der teuerste in ganz Kolumbien mit etwa $20, sondern ich muss auch für jede Wanderroute einen Guide mitnehmen. Die Geschichte, die mir erzählt wird, ist, dass es vor einigen Jahren eine Gruppe Biologen gab, die dort oben auf dem Gletscher Fußball gespielt haben. Das fanden die Einheimischen dort, die den Schnee als heilig erachten, nicht so toll und haben den Nationalpark erstmal für 4 Jahre geschlossen. Ich solle mich daher glücklich schätzen, dass es zumindest momentan wieder mit Guide möglich sei. Ich frage den Ranger, was ich denn machen dürfte, wenn ich nur das Eintrittsgeld bezahle, worauf er meinte, nichts. Er ist aber so freundlich und gibt mir einige weitere Tipps, die ich auch ohne das Eintrittsgeld und ohne Guide besuchen kann, und die fahre ich an. Es ist nass und kalt. Ich komme am letzten Kontrollpunkt bei einer einheimischen Familie an, wo ich auch übernachten darf. Da das mit dem Aussichtspunkt wahrscheinlich nichts wird, nimmt mich die Familie bei ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit. ¿Se tienen las vacas por leche o por carne? Leche y carne. Los dos. Am Abend habe ich aber noch einmal Glück und es klärt ein bisschen auf. Damit eröffnet sich auch der Blick auf die hohen Gletscher vom Cocuy mit ihren Gipfeln um rund 5000 Metern. Am nächsten Tag fahre ich weiter zu einem anderen Aussichtspunkt. Auf dem Weg dorthin gibt es eine Brücke, die aber noch nicht fertiggestellt ist und meine Fahrkünste nochmal vor ganz neue Probleme stellt. Die Gletscher, die man vom Aussichtspunkt aus sehen sollte, bleiben größtenteils verhangen. Aber ich finde, es ist trotzdem ein tolles Naturschauspiel. Ich probiere noch eine Frucht namens Chirimoya und fahre dann den direkten, aber unasphaltierten Weg nach Barichara. Das kostet mich 2 Tage, ist aber eine sehr, sehr schöne Strecke zum Fahren. In Barichara angekommen, gönne ich mir erstmal ein typisch kolumbianisches Frühstück. Barichara ist eine sehr nette kleine Stadt und ich laufe am Nachmittag zu einem Aussichtspunkt nach oben.
Der hat zwar geschlossen, aber sagen wir mal so, die Mauer nebendran ist nicht allzu hoch. Am nächsten Tag fahre ich dann schon weiter nach Guané, einem kleinen Dorf in der Nähe, um dort zu frühstücken. Das Witzige, eines der Kirchentore wurde aus Bremen geliefert. Der Plan ist, von hier aus über kleine Straßen in den Bergen zurück nach Bucaramanga zu fahren, wo mein Paragliding-Kurs weitergehen soll. Hier treffe ich noch auf die tiefste Flussdurchquerung meiner gesamten Reise. In einem kleinen Dorf namens Zapatoca treffe ich auf Venecia und Andrés. Mit ihnen verstehe ich mich super, wir essen gemeinsam Mittag und sie begleiten mich noch bis San Gil, einem Vorort von Bucaramanga. Wieder bei der Paragliding-Schule angekommen, schlage ich mein Zelt auf, mache meinen Theorietest, durchaus mit Erfolg, und versuche nochmal mein Vorderrad zu reparieren, das mittlerweile ein wenig klemmt. Ich erfahre außerdem, dass auch das Militär ab und zu mal Geld braucht und verabrede mich nochmal mit Venecia. Dann passiert der Super-GAU und eine meiner Zeltstangen bricht. Ich versuche noch, das Ganze etwas provisorisch mit Kabelbinder und Panzertape zu reparieren, aber keine Chance. Nachdem ich den Hersteller MSR kontaktiere und mir nur eine automatische Antwort zugesendet wird, dass ich eventuell in 12 Wochen mit einer persönlichen Antwort rechnen kann, nebenbei bemerkt, ich habe bis heute, etwa 5 Monate nach dem Bruch der Zeltstange, noch keine Antwort bekommen, ziehe ich los in Bucaramanga auf der Suche nach einer Ersatzstange. Das ist gar nicht so einfach, aber ich finde letztendlich eine Zeltstange aus Kunststoff, die zwar nicht die richtige Länge, aber dafür die richtigen Durchmesser besitzt. Diese kann ich dann einfach auf die richtige Länge zusägen und einbauen. Während der ganzen Aktion muss ich zudem noch mit einer Ameisenplage mich rumschlagen. Dann ist auch schon das Ende meines Paragliding-Kurses gekommen und ich fahre nochmal nach Giron, um mich dort mit Venecia, ihrer Freundin Vanessa, Anton und Andrés zu treffen. Mit den beiden Mädels und Anton fahren wir dann mitten in der Nacht noch zu einer Finca, um dort zu übernachten. Und bei der folgenden Footage soll auch nochmal jemand sagen, dass Kolumbien rückständig ist. Parece con la remita de James Bond. Cute. Utilizar acá esta. No prefiero. Bueno, está bien todo. Ya te. Deberías quedarse virgen. Ahora, Que se inyecta como una sí. aguja. Uy. Y se le empieza a imprimir aire. Ya está grabando. Sí. Ah, Uno, No dos manches. y tres. What? ¿En serio? Sí, por ahí ya debe haber Y después salido. con la... Eso es. Wow. No. Eso es bueno. Ah, Buenísimo. eso es, y ahí sale. ¿Qué pasó? ¡Feliz No cumpleaños! manches. Por los 20, ¿eh?
Eso va a ser mi regalo para tu cumpleaños si no nos vemos. Danke. ¿Viste? Gato Entonces negro. es de Primera mi vez que parte pruebo ahora. esto, está muy rico. Voy a concedérselo aquí a mi compañero. Y ahora no. Gracias. Bueno, vamos a probar esta delicia Al estilo- de vino. El gato negro. Hay un lugar- Al estilo uzbeko ahora. Ajá. Todo compartimos. ¿Y malesiano? Mal ernsthaft, den Shit bräuchten wir auch in Deutschland. Am nächsten Morgen, und ja, Campen auf Kolumbianisch geht immer mit Matratze, man muss es ja gemütlich haben, laufen wir noch hinab zu einem Fluss, der auf dem Gelände der Finca verläuft. We're all falling and we Zurück in Chiron suche ich mir ein Hotel und werde direkt von ein paar Kolumbianern zu einem Bier eingeladen. Ich darf Tino hier direkt auch mitten in der Eingangshalle abstellen und ich erkunde ein bisschen Chiron. Am Abend kommen wir nochmal alle zusammen, da ich am nächsten Morgen früh losfahren will. Es ist auch ein sehr, sehr schöner Abend. Allerdings, als wir den Weg zurück zum Hotel einschlagen, zerschlägt vor uns ein Jugendlicher eine Glasflasche. Daraufhin schlagen wir einen anderen Weg ein und mir wird erst auf Nachfrage bewusst, was da eigentlich gerade passiert ist. Das hat nichts mit Betrunkenheit zu tun, sondern der Mann hatte die Glasflasche zerschlagen, um die Scherben eventuell als Waffe benutzen zu können. Etwas weiter kommen wir an einer Brücke vorbei. Auf ihr liegt ein Mann, regungslos mit Blut auf dem T-Shirt. Meine erste Reaktion ist, die Polizei zu rufen. Allerdings empfehlen mir die Kolumbianer in der Gruppe, dies nicht zu tun, da meist die Person, die anruft, dann als Schuldiger bezichtigt wird. Als dann später die Polizei auch uninteressiert direkt an der Person vorbeifährt, weiß ich auch nicht mehr, was ich tun soll. Das ist leider auch eine Seite von Kolumbien. Am nächsten Morgen spricht mich noch ein Schuhputzer an und ich lasse ihn den Versuch unternehmen, meine schon sehr ramponierten Schuhe ein bisschen wiederherzustellen. In dem Gespräch stellt sich heraus, dass er wohl angeblich früher bei der Rebellengruppe FARC mitgemacht hat und momentan seine Pistole sucht, weil er sein Geld als Attentäter verdient. Keine Ahnung, ob an der Geschichte was dran ist, aber sein Gesicht sieht schlimm aus. Auf Nachfrage erfahre ich, dass ihn eine Splittergranate erwischt haben soll. Ich bin dann doch ganz froh, als ich mich wieder auf Gino schwingen kann und weiterfahren kann. Mein Weg führt mich über das Örtchen Curiti, die Cascadas de Juan Curí, bis zu den Ventanas de Cisquizoque. An den Ventanas de Cisquizoque treffe ich noch einen Amerikaner mit seiner kolumbianischen Frau, der mit ihrer Familie gerade im Urlaub ist. Wir schauen uns gemeinsam die Wasserfälle an, in denen man sogar klettern kann, und sie laden mich noch zum Essen ein. feel so much better now. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now.
Da ich mal wieder keine Lust habe, den gleichen Weg zurück zum Highway zu fahren, nehme ich wieder kleine Straßen. Dass die nicht besonders gut sind, merkt man spätestens dann, wenn der Truck vor einem auch stecken bleibt. Irgendwie komme ich durch diese Matschschlacht aber noch hindurch, ohne dass mir was passiert. Ein paar Meter weiter, bei einer weniger komplizierten Stelle, legt es mich aber mal wieder. Auch Flussdurchquerungen kommen mal wieder nicht zu kurz. Gewinn! Nach mehreren Stunden habe ich dann allerdings endlich wieder Asphalt unter den Rädern und es geht wieder schneller voran. Das nächste Ziel ist die Hacienda Nápoles. Einst ein riesiges Areal und exotischer Zoo für den Drogenboss Pablo Escobar, steht es jetzt unter der Verwaltung der Kommunalregierung des hierigen Municipios. Der Name Pablo Escobar wurde aus den Aufzeichnungen komplett gestrichen und auch wenn jeder weiß, was er hier besucht, will man wohl dieses Kapitel der Geschichte nicht mehr aufschlagen. Eigentlich hatte ich gehofft, hier noch etwas über die Geschichte des Ortes zu erfahren. Das ist aber leider nicht möglich und es ist ein reiner Zoo. Da ich generell mit Zoos ein bisschen auf dem Kriegsfuß stehe, da die Tiere meist nur sehr wenig Auslauf haben, mal abgesehen von den Zebras. Und nur weil man einem Hippo ins Maul schauen kann, wird man noch lange nicht zum Naturschützer. Apropos Hippos. Hippos gibt es normalerweise nur in Afrika und wurden für Pablo hierher importiert. Da sie hier keine natürlichen Feinde haben, haben die ursprünglich 4 Hippos sich in eine Population von 130 entwickelt. Im Park gibt es außerdem noch einen Abschnitt mit mechanisierten Dinosauriern. Dafür bin ich allerdings wahrscheinlich 20 Jahre zu spät. Also fahre ich weiter in Richtung Medellin. Auf dem Weg dahin will ich noch einen Zwischenstopp in Guatapé machen. Guatapé ist eigentlich berühmt für seinen herausstechenden Felsen, den ich aber schon im Winter 2019 besucht habe. Mein Ziel ist eigentlich ein anderes. Da es bei der Hacienda mit der etwas fragwürdigen Geschichte Kolumbiens schon nicht geklappt hat, will ich nun das alte Haus von Pablo Escobar besuchen. Leider springt mir auf dem Weg dahin die Kette runter und sie kann nicht mehr weiter gespannt werden. Da die Kette auch keine Möglichkeit besitzt, einzelne Glieder herauszunehmen, muss sie nun durchgeflext werden und ersetzt werden. Sie hat jetzt aber nach gut 18.000 Kilometern auch das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Am ehemaligen Haus von Pablo angekommen, werde ich mit ganz vielen Schildern begrüßt, die darauf hinweisen, dass dies Privatgelände ist und der Eintritt verboten. So, ich habe jetzt gerade beim Eingang gefragt und ein kleines Mädchen, das hat mir erlaubt, jetzt hier reinzugehen und ein paar Fotos zu machen. Und war jetzt kurz mich verlaufen, aber jetzt bin ich richtig. Und zwar soll das hier das ehemalige Gasthaus von Pablo Escobar sein. Ich werde zwar relativ schnell von dem Wachhund und dem Vigilante aufgespürt, aber wir finden dann schon eine Lösung,
die für uns beide akzeptabel ist. Y como torre. Ah, de vigilancia, claro que sí. Ich fahre dann trotzdem noch die paar Meter bis zum Felsen, betrachte ihn dieses Mal aber nur von außen. Dann geht es die restlichen Kilometer durch typisch kolumbianischen Straßenverkehr nach Medellin. In Medellin bleibe ich allerdings nicht lange, weil ich zuerst noch nach Chadin möchte, bevor ich wieder hierher zurückkehre. Das hat zwei Gründe. Zum einen die Cueva del Esplendor, eine Höhle, durch dessen Dach ein Wasserfall fließen soll. Und zum anderen habe ich vor 3 Wochen mir Steigeisen bestellt, die mittlerweile in Chadin angekommen sind. Y sé que lo que más Entramos espero, a la cueva lo más del que se me Esplendor. enamora. De 7 a 10, Aquí la entrada. ya no me dejes. Pero si al ver digo tu nombre, ya verás quién es. Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla y las estrellas brillan. La luna se sienta en su silla, que toma lunita, ¿por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada. Mis hijas ya me dicen viejita, tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla, pero el mundo es tuyo y en esta noche eres mía, así que quédate, quédate. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zum Casa en el Aire. Die Frau vom Parkplatz hat gesagt, ich soll einfach hier hochlaufen. Halbe Stunde. Gucken wir mal, wo wir ankommen. Die Aussicht ist jetzt schon genial. Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida
Dann komme ich endlich wieder in Medellin an, wo ich auf 2 alte Vertraute, nämlich Sam und Travis, treffe. Jan's back. Hi! Und als einer der ersten Programmpunkte wird es Zeit, einmal dieses Chaos zu fixen. You can record your face. All right, here we go. En el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la miel. Dios vive afuera, pero adentro también. Así que dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna, y dímelo, dímelo, luna, dímelo, dímelo, luna, y dímelo, dímelo, luna, dímelo, dímelo, Ich meine, es ist zumindest kürzer. So happy ich auch bin, die beiden wiederzusehen, hat es doch einen traurigen Hintergrund. Sam wurde in Kolumbien mit Brustkrebs diagnostiziert und deshalb haben sie ihre Reise abgebrochen und verbringen ihre Zeit hier in Medellin, wo sie auch die Operation durchführen werden. Wir machen eine kleine Wanderung am Rande des Stadtgebietes. Here we are. We got on the tram from Miraflores, right? Going up to Jardín. Going up to Jardín. Then we'll walk down. We're going to go to Poblado, that's Jan's favorite neighborhood. We're going to do a hot yoga session, followed by an infrared and a PMF session. Yeah, and if we don't Shrimp find a container. Colombian woman by then, for me, I don't know what That's happened. true. That's true. That's a great way. Just that woman in the back seat. She's got her hands in her face like Jesus. She's like, oh. That was insane. The champion? Yes, sleeper. Todos por la vida. Todos por mi cáncer. y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora. Lo más que se me enamora. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora. Lo más que se me enamora. And have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Problems getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The streets, the place to We better go. hurry up. 'Cause tonight for the first time, just about 10:30. For the first time
Made it to the end. What does it say? Dale pues. Dale pues. Here we go, baby. Here we go. Sleep on. Here we go. Sleep on. Here we go. Here we go. Sleep on. Here we go. Here we go. Sleep on. And then Jan got some glasses and spectacles. Did you enjoy Hyundai? Are you a happy customer? I'm a happy customer. I don't know how the leaders of Hyundai feel, but Just getting started. Und damit Sam nicht zu ihrem Brustkrebs dazu auch noch 2 Kinder beaufsichtigen muss, fahre ich mal wieder in die Berge. Aber da wir jetzt schon an der 48-Minuten-Grenze kratzen, glaube ich, ist das eine Geschichte für das nächste Kapitel. She took my